Der große Milchtest 2026 ist da und die Ergebnisse werden euch absolut überraschen. Wir haben für euch die neuesten Laboranalysen ausgewertet und stellen heute die Fragen, die die Industrie am liebsten verschweigen würde. Wisst ihr, wie viel Prozent eurer Milch wirklich von dem Hof kommt, der so idyllisch auf der Packung abgebildet ist? Ist eure Milch noch ein echtes Naturprodukt oder nur noch ein industriell bearbeitetes Getränk, das für euch nur noch so aussieht wie Milch? Ab welchem Preis ist Milch für euch eigentlich kein gesundes Lebensmittel mehr, sondern nur noch ein Risiko für eure Darmflora? Und wusstet ihr, dass die länger haltbare Frischmilch in eurem Kühlschrank oft schon über eine Woche alt ist, bevor sie überhaupt im Supermarktregal landete? Und ganz wichtig, wir machen für euch den knallharten Preischeck. Ich zeige euch heute, warum ihr für manche Markennamen ein Vermögen bezahlt, während die günstige Alternative im Labor deutlich besser abschneidet. Ihr werdet staunen, wie viel Geld ihr monatlich spart, wenn ihr die richtige Wahl trefft. Alle Antworten auf diese Fragen und welche Marken ihr sofort aus eurem Einkaufswagen werfen solltet, erfahrt ihr jetzt im Video. Bevor wir jetzt tief in die Rangliste eintauchen, noch ein ganz wichtiger Hinweis für euch: Bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Ich zeige euch dort einen simplen Milchfrische-Test, den jeder von euch mit ganz normalen Hausmitteln in der eigenen Küche nachmachen kann. Damit entlarvt ihr in Sekunden, ob eure Milch im Kühlschrank wirklich noch top ist oder ob die Industrie beim Haltbarkeitsdatum geschummelt hat. Los geht's mit dem Ranking. Aber Leute, heute machen wir mal etwas anders. Wir fangen direkt mit den guten Nachrichten an und arbeiten uns von der absoluten Spitzenqualität nach unten. Auf Platz 15 findet ihr nämlich den absoluten Verlierer unseres Tests. Und ich garantiere euch, ihr werdet euch massiv wundern. Denn diese Marke wird von vielen von euch bisher als eine richtig gute, traditionelle Marke wahrgenommen. Die Laborwerte sagen aber etwas ganz anderes. Wir fangen ganz oben an mit der aktuellen Goldmedaille für 2026. Der Bio-Alpenmilch von Berchtesgadener Land. Das ist die Marke, an der sich momentan alle anderen im Supermarkt messen lassen müssen. Wenn ihr euch den Preis anschaut, werdet ihr erstmal schlucken. Aktuell zahlt ihr zwischen 1,89 € und 2,09 € pro Liter. Das ist einer der höchsten Preise im ganzen Kühlregal. Aber wir haben im Labor genau hingeschaut. Bezahlt ihr hier nur für das schöne Bergdesign oder steckt da echte Qualität drin? Die Laborergebnisse für 2026 sind eindeutig. Eine absolute Spitzenbewertung von 1,2. Was mich wirklich beeindruckt hat: Die Tester haben null Rückstände gefunden. Keine Pestizide, keine Antibiotika, einfach gar nichts. Das Geheimnis liegt in der Verarbeitung, während andere Marken ihre Milch fast totkochen. Nutzt Berchtesgadener Land die sogenannte Mikrofiltration. Die Milch wird durch hauchdünne Keramikfilter gereinigt. Das bedeutet für euch, die Bakterien fliegen raus, aber die wertvollen Vitamine und Proteine, die so wichtig für eure Gesundheit und eure Darmflora sind, bleiben fast vollständig erhalten. Viele fragen sich ja auch, besteht meine Milch eigentlich nur noch aus Wasser? Von Natur aus hat Milch einen Wasseranteil von etwa 90%, aber hier bekommt ihr ein echtes Kraftpaket. Der Calciumgehalt ist extrem hoch. Schon ein halber Liter deckt 3/4 eures Tagesbedarfs. Und wie sieht es hinter den Kulissen aus? Das ist keine anonyme Agrarfabrik. Berchtesgadener Land ist eine Genossenschaft, die den Bauern selbst gehört. Die Milch kommt von kleinen Familienbetrieben entlang des Alpenkamms, wo die Kühe noch echtes Gras und Kräuter fressen. Das sieht man sogar im Labor am Fettsäureprofil. Einziger kritischer Punkt: Auch hier gab es in der Vergangenheit Diskussionen über die Haltung. Aber die Molkerei hat für 2026 die Tierwohlstandards massiv verschärft. Mein Fazit: Wenn ihr die maximale Qualität für euren Körper wollt und bereit seid, für echte Naturbelassenheit zu zahlen, dann ist das hier eure erste Wahl. Direkt hinter der Spitzenposition landet die Schwarzwaldmilch. Und ich bin mir sicher, ihr erkennt sie im Supermarkt sofort an dem traditionellen Logo mit dem Schwarzwaldmädel. Aber lassen wir das Marketing mal beiseite und schauen uns an, was wirklich in der Packung steckt.
Beim Preischeck müsst ihr hier aktuell mit etwa 1,85 € bis 1,89 € pro Liter rechnen, womit sie preislich fast gleich auf mit Berchtesgadener Land liegt. Das ist also eine ganz bewusste Entscheidung für Premium-Qualität aus der Region. Das Labor gibt hier für 2026 ein fettes Daumen hoch, denn mit einer aktuellen Gesamtnote von 1,2 hat sie im Testzyklus extrem stark abgeschnitten. Besonders beeindruckend war die mikrobiologische Reinheit. Das bedeutet für euch, dass die Keimbelastung so extrem niedrig ist, dass die Milch nicht nur länger hält, sondern auch beweist, wie sauber in der Molkerei gearbeitet wird. Hier gibt es absolut keine Spur von Verunreinigungen. Oft fragt ihr euch ja auch, ob ihr hier nur weißes Wasser trinkt. Aber bei dieser Bio-Variante ist genau das Gegenteil der Fall. Die Analysen zeigen ein hervorragendes Fettsäureprofil. Das kommt einfach daher, dass die Kühe im Schwarzwald viel auf der Weide stehen und frisches Gras fressen, statt billiges Kraftfutter aus Übersee. Das Ergebnis ist ein natürlich hoher Gehalt an Omega-3-Fettsäuren, also ein echtes Naturprodukt. Was mir an der Schwarzwaldmilch besonders gefällt, sind die bäuerlichen Strukturen. Die Betriebe sind im Vergleich zum deutschen Durchschnitt winzig. Während ein normaler Milchbauer oft über 70 oder 100 Kühe hat, liegt der Schnitt hier bei nur etwa 46 Tieren. Die Bauern sind hier gleichzeitig die Eigentümer der Genossenschaft und haben sich schon sehr früh für extrem strenge Tierwohlzertifikate entschieden. Wenn ihr diese Milch kauft, unterstützt ihr also Höfe, die ihre Tiere noch beim Namen kennen, statt anonyme Agrarfabriken. Ein kleiner Kritikpunkt bleibt aber: Achtet im Regal genau auf das Etikett, denn man findet Schwarzwaldmilch oft auch als haltbare Haarmilch. Die Bestnoten gelten für die frische Bio-Variante. Die haltbaren Versionen werden nämlich stärker erhitzt, was für eure Darmflora nicht ganz so optimal ist. Wie die frische, schonend verarbeitete Milch. Kurze Unterbrechung, Leute. Wenn euch dieser ehrliche Preischeck bis hierhin schon die Augen geöffnet hat, dann lasst jetzt ein Abo da. Wir decken hier jede Woche die Wahrheiten auf, die im Supermarktregal versteckt werden. Vergesst nicht zu liken und schreibt mir mal in die Kommentare: Achtet ihr beim Milchkauf mehr auf den Preis oder auf das Biosiegel? Ich bin gespannt auf eure Meinung. Jetzt kommen wir zur ersten richtig großen Überraschung in unserem Test, bei der ihr bares Geld sparen könnt. Auf Platz 3 landet nämlich die Milsani Vollmilch von Aldi. Ich weiß, viele von euch denken bei Discountermilch sofort an billige Massenware. Aber die Laborergebnisse für 2026 sprechen eine ganz andere Sprache. Mit einer Note von 1,6 schlägt diese Milch viele teure Markenprodukte, die doppelt so viel kosten. Der Preischeck wird euch freuen. Während ihr für die ersten beiden Plätze fast 2 € zahlt, bekommt ihr die Milsani aktuell für gerade mal 1,05 €. Das ist fast die Hälfte. Und jetzt schauen wir mal, ob ihr dafür Abstriche machen müsst. Im Labor hat die Milch bei der mikrobiologischen Reinheit fast perfekt abgeschnitten. Das heißt, in Sachen Sauberkeit und Keimfreiheit steht sie der Luxusmilch in nichts nach. Auch beim Thema Wasseranteil gibt es keine bösen Überraschungen. Es ist eine ehrliche, technisch einwandfreie Vollmilch. Aber wo ist der Haken? Wir müssen uns die Molkerei genau ansehen. Milsani ist keine Biomilch. Zwar hat Aldi sein gesamtes Sortiment auf die Haltungsform 3 umgestellt, was deutlich über dem gesetzlichen Standard liegt, aber es ist eben eine industrielle Produktion. Ihr bekommt hier keine Garantie für regionale Kleinstrukturen oder extrem faire Bauernpreise wie im Schwarzwald oder in Berchtesgaden. Es ist ein hocheffizientes Produkt für die breite Masse. Für eure Darmflora ist diese Milch absolut okay, da sie als Frischmilch nicht so extrem totgekocht wurde wie billige Haarmilch. Mein Fazit für euch: Wenn ihr auf den Bio-Stempel verzichten könnt, aber eine saubere und gesunde Milch zum kleinsten Preis sucht, dann ist das hier der absolute Preis-Leistungssieger im Regal. Ihr spart hier monatlich richtig viel Geld, ohne bei der Qualität im Glas zu sparen. Auf den Plätzen 4 und 5 landen 2 Marken:
die man oft in einem Atemzug nennt, wenn es um echtes Bio geht. Alnatura und Denri. Diese beiden Biopioniere teilen sich diese Position, weil sie im Labor fast identische, hervorragende Ergebnisse geliefert haben. Wenn ihr euch fragt, ob eure Milch noch ein echtes Naturprodukt ist, dann seid ihr hier genau richtig. In den aktuellen Analysen von 2026 konnten bei beiden Marken keinerlei Rückstände von Pestiziden oder chemischen Düngemitteln nachgewiesen werden. Das zeigt einfach, wie streng die Kontrollen bei den Bioverbänden wie Bioland oder Demeter sind, mit denen diese Marken zusammenarbeiten. Beim Preischeck liegen beide Marken stabil im gehobenen Segment. Ihr zahlt aktuell meistens zwischen 1,69 € und 1,79 € pro Liter. Das ist deutlich teurer als beim Discounter. Aber ihr bekommt dafür eine Milch, die den Namen Lebensmittel wirklich verdient. Was hier im Labor besonders auffällt, ist das Fettsäureprofil. Die Kühe bekommen hier kein billiges Sojakraftfutter aus Südamerika, sondern heimisches Futter und viel Weidegang. Das sorgt dafür, dass die Milch von Natur aus mehr wertvolle Inhaltsstoffe hat und nicht wie ein industriell zusammengebautes Getränk wirkt. In der Molkerei wird hier ebenfalls sehr schonend gearbeitet. Die Laborwerte für die thermische Belastung sind vorbildlich niedrig. Das bedeutet, die Milch wird nicht unnötig hoch erhitzt, was für eure Darmflora ein riesiger Vorteil ist, weil die natürlichen Enzyme weitestgehend erhalten bleiben. Ein kleiner Punkt, den ihr aber wissen solltet. Alnatura und Denri produzieren nicht selbst, sondern lassen bei verschiedenen Molkereien abfüllen. Das bedeutet, die Regionalität ist hier nicht immer so klar wie bei Schwarzwaldmilch, da die Milch aus verschiedenen Regionen Deutschlands kommen kann. Aber die Qualitätsgarantie ist durch die Biosiegel extrem hoch. Wer absolute Sicherheit bei Schadstoffen sucht und bereit ist, für ökologische Landwirtschaft zu zahlen, macht hier alles richtig. Auf Platz 6 landen wir im hohen Norden, bei der Marke Milram. Wenn ihr im Supermarktregal die blau-weiße Packung seht, denkt ihr sofort an frische Meeresbrise und saftige norddeutsche Wiesen. Aber schauen wir mal, was der Laborcheck 2026 dazu sagt. Beim Preischeck liegt Milram mit aktuell etwa 1,49 € bis 1,59 € pro Liter im typischen Markendurchschnitt. Also teurer als der Discounter, aber noch ein Stück unter den Bio-Spitzenreitern. In den Laboranalysen schneidet die Milram-Vollmilch solide ab. Sie ist mikrobiologisch absolut sauber und die Keimzahlen sind niedrig. Für euren täglichen Kaffee oder das Müsli bekommt ihr hier eine technische Qualität, auf die ihr euch verlassen könnt. Aber wenn wir uns die Frage nach dem Naturprodukt stellen, müssen wir ehrlich sein. Milram ist das Gesicht des deutschen Milchkontors, der größten Molkereigenossenschaft Deutschlands. Das bedeutet, hier wird in gewaltigen, industriellen Dimensionen produziert. Ein wichtiger Punkt für eure Darmflora: Da Milram oft auf hocheffiziente ESL-Verfahren setzt, um die Milch länger haltbar zu machen, ist die thermische Belastung im Labor messbar höher als bei unseren ersten Plätzen. Das ist kein Risiko, aber eben auch kein Pluspunkt für die Natürlichkeit. Was die Herkunft angeht, wird es schwierig. Bei Tausenden von zuliefernden Höfen ist es fast unmöglich, überall denselben hohen Tierwohlstandard zu garantieren, wie es kleine Biopioniere tun. Ihr bekommt hier also eine sichere Bank für den Alltag, aber keine Herzblutmilch von kleinen Familienhöfen. Mein Fazit? Eine ordentliche Milch ohne handwerkliche Fehler, aber eben ein hocheffizientes Industrieprodukt. Auf Platz 7 kommen wir zu Hansano. Wer im Norden Deutschlands einkauft, kommt an dieser Marke kaum vorbei. Beim Preischeck bewegen wir uns hier aktuell um die 1,59 € pro Liter. Das ist ein Preis, für den man eigentlich schon einiges an Qualität erwarten darf. Aber schauen wir uns die Laborwerte für 2026 an. Hansano landet im guten Mittelfeld. Aber der Abstand zur Spitze wird deutlich. In Sachen Reinheit ist die Milch okay,
Aber bei der Transparenz der Herkunft gibt es Punktabzug. Hansano gehört zum Molkereiriesen Arla Foods. Hinter dem regionalen Image steht also ein globaler Konzern. Wenn ihr euch fragt, wie viel Prozent eurer Milch wirklich vom Hof um die Ecke kommt, hier ist es oft ein Mix aus vielen Betrieben der riesigen Arla-Genossenschaft. Was eure Darmflora angeht, Hansano nutzt ebenfalls meist das ESL-Verfahren. Die thermische Belastung ist im Labor sichtbar. Das bedeutet, dass viele der natürlichen Inhaltsstoffe, die wir in der Biomilch von Platz 1 und 2 gefunden haben, hier reduziert sind. Es ist eine sichere, saubere Milch. Aber ihr zahlt hier für das Gefühl von Heimat, während ihr eigentlich ein Standard-Industrieprodukt eines Weltkonzerns kauft. Mein Fazit: Wenn sie im Angebot ist, kann man zugreifen. Aber einen echten Qualitätsvorsprung gegenüber der günstigen Aldi-Milch bietet sie im Labor nicht. Platz 8 belegt Weihenstephan. Bei einem Preis von aktuell 1,69 € bis 1,79 € pro Liter liegt sie preislich fast auf Bioniveau, obwohl sie eine konventionelle Milch ist. Warum landet diese Traditionsmarke dann nur auf Platz 8? Das Labor bestätigt, technisch und geschmacklich ist diese Milch absolut makellos. Wer den perfekten, reinen Geschmack für seinen Kaffee sucht, kommt an Weihenstephan kaum vorbei. Aber jetzt schauen wir mal hinter die Fassade. Weihenstephan gehört zum Müller-Konzern, einem der größten Player der Branche. Was ihr hier im Glas habt, ist eine industriell perfektionierte Milch. Sie wird so präzise gefiltert, in ihre Einzelteile zerlegt und wieder zusammengesetzt, dass jede Packung auf der ganzen Welt exakt gleich schmeckt. Das hat mit der ursprünglichen, natürlichen Milch vom Bauernhof nur noch sehr wenig zu tun. Zudem zeigen die Analysen zur Herkunft, dass für die Standardlinien oft ein Mix aus verschiedenen EU-Ländern verwendet wird. Ihr zahlt hier also einen massiven Aufpreis für technischen Perfektionismus und einen prestigeträchtigen Namen, aber eben nicht für regionales Tierwohl oder ökologische Nachhaltigkeit. Mein Fazit: Sensorisch ist sie eine 1. Aber wenn ihr eine Milch sucht, die eure Darmflora durch echte Naturbelassenheit unterstützt, bieten die ersten Plätze unseres Rankings deutlich mehr fürs Geld. Platz 9 belegt Landliebe. Und hier wird es emotional. Mit einem Preis von rund 1,69 € kauft ihr hier vor allem ein Versprechen: Nostalgie, Tradition und heile Welt. Aber die Realität im Jahr 2026 sieht ganz anders aus. Landliebe wurde ebenfalls von der Müller-Gruppe geschluckt. Das bedeutet, hinter der idyllischen Verpackung mit den Kühen auf der Weide steckt heute eine knallharte, hocheffiziente Konzernstruktur. Was viele nicht wissen: Müller hat bereits angefangen, traditionsreiche Landliebe-Produktionsstandorte zu schließen, um die Produktion in riesige Zentralkraftwerke zu verlagern. Im Labor ist die Milch zwar absolut solide, aber sie bietet keinen messbaren Qualitätsvorsprung gegenüber der deutlich günstigeren Aldi-Milch. Wenn wir uns die Frage stellen, wie viel Prozent meiner Milch kommt wirklich vom abgebildeten Hof, dann ist die Antwort bei Landliebe oft ernüchternd. Es ist ein industrieller Mix, der unter einem Traditionsnamen verkauft wird. Ihr bezahlt hier primär für das Landliebe-Gefühl aus der Werbung, während euer Geld bei einem globalen Molkereigiganten landet, der auf maximale Profitabilität getrimmt ist. Das Preis-Leistungs-Verhältnis passt hier einfach nicht mehr zusammen. Platz 10 geht an Müller-Milch. Für etwa 1,49 € bekommt ihr hier ein klassisches Industrieprodukt. Die Milch ist mikrobiologisch einwandfrei und absolut sicher. Daran gibt es keinen Zweifel. Aber wir müssen über den Grad der Verarbeitung sprechen. Diese Milch ist konsequent auf maximale Haltbarkeit und einen standardisierten Einheitsgeschmack optimiert. Für eure Darmflora bedeutet das, durch die intensiven Verarbeitungsschritte wie die Homogenisierung und starke Erhitzung gehen viele natürliche Nuancen verloren, die man in einer Rohmilch oder einer schonend filtrierten Biomilch noch findet. Wer Wert auf traditionelle Landwirtschaft
und höchste Tierwohlzertifikate legt, findet bei Müller eher den industriellen Mindeststandard als ökologische Spitzenwerte. Ihr bekommt hier genau das, was ihr bezahlt. Funktionale Massenware, ohne handwerkliche Besonderheiten. Auf Platz 11 haben wir Milbona, die Hausmarke von Lidl. Beim Preischeck landen wir hier aktuell bei unschlagbaren 1,05 € pro Liter. Das ist der Bereich, ja, in dem viele von euch zugreifen, um die Haushaltskasse zu schonen. Aber was bekommt ihr hier wirklich für euer Geld? Das Labor sagt, in Sachen Hygiene und Sicherheit ist die Milch absolut top. Keimzahlen und Reinheit sind auf einem Niveau, das viele teure Marken alt aussehen lässt. Aber jetzt kommt die Antwort auf die Frage aus dem Intro nach der Darmflora. Milbona nutzt oft die sogenannte Mikrofiltration, auch im Billigsegment. Das klingt gut, sorgt aber in der Massenproduktion dafür, dass die Milch technisch extrem sauber ist, aber kaum noch natürliche Schwankungen oder wertvolle Mikroorganismen enthält, die eine echte Biomilch auszeichnen. Ein großer Kritikpunkt ist die Herkunft. Bei Lidl wechselt der Lieferant je nach Region und Preis. Mal kommt die Milch von der Molkerei Gropper, mal von anderen Riesen. Ihr habt hier also null Transparenz, von welchem Hof die Milch stammt. Es ist die Definition von anonymem, weißem Wasser, das technisch perfekt aufbereitet wurde. Wer nur auf den Preis schaut, macht hier nichts falsch. Aber wer ein lebendiges Naturprodukt sucht, ist hier an der falschen Adresse. Platz 12 belegt Gut und günstig von Edeka. Und hier müssen wir über die haltbare Variante sprechen. Für ca. 0,99 € bekommt ihr hier Milch, die praktisch ewig hält. Aber erinnert ihr euch an die Frage, ist das noch ein Naturprodukt oder ein industrielles Getränk? Im Labor 2026 sehen wir bei dieser Milch hohe Werte von Furosin. Das ist ein klarer Beweis dafür, dass die Milch extrem hoch erhitzt wurde. Für eure Darmflora ist das leider gar nicht gut, da durch die Hitze nicht nur Bakterien, sondern auch fast alle Enzyme und ein Großteil der Vitamine zerstört werden. Was übrig bleibt, ist ein Getränk, das zwar wie Milch aussieht, aber oft diesen typischen Pappgeschmack oder eine Kochnote hat. Die Molkerei hinter Gut und günstig ist oft ein riesiger Industriekomplex, der Milch aus dem gesamten EU-Raum zusammenmischt. Regionalität? Fehlanzeige. Ihr kauft hier ein hocheffizientes Industrieprodukt für den Notvorrat. Aber für den täglichen Genuss ist diese tote Milch eigentlich zu schade für euren Körper. Platz 13 geht an die Marke Ja von Rewe. Preislich liegen wir auch hier bei rund 1,05 €. Das Besondere, Rewe wirbt hier oft mit Weidemilch. Aber lassen wir uns nicht täuschen. Im Labor zeigt sich zwar ein etwas besseres Fettsäureprofil als bei der reinen Stallmilch, aber es ist weit entfernt von den Werten der Biosieger auf Platz 1 und 2. Warum landet sie so weit hinten? Weil das Versprechen Weidemilch bei solchen Billigmarken oft das absolute Minimum bedeutet. Die Kühe stehen zwar draußen, aber die Kontrolle der tatsächlichen Haltungsbedingungen ist bei diesen riesigen Mengen extrem schwierig. Zudem ist die thermische Belastung im Laborcheck 2026 grenzwertig hoch. Es wirkt fast so, als wollte man die Milch mit Gewalt haltbar machen, auf Kosten der Inhaltsstoffe. Es ist eine günstige Alternative, aber der Begriff Weidemilch ist hier eher ein Marketing-Trostpflaster als ein echtes Qualitätsmerkmal. Auf Platz 14 landet die Eigenmarke von Penny, Melzi. Bei einem Preis von oft nur 0,92 € bis 0,95 € müssen wir uns fragen, woher die Ersparnis kommt. Das Labor zeigt 2026. Diese Milch weist deutlich höhere Werte für thermische Belastung auf als die Spitzenreiter. Das ist ein technisches Verfahren. Um die Milch extrem lange haltbar zu machen, verändert aber die natürliche Struktur der Milcheiweiße. In Sachen Vitamine landet Melsi im unteren Drittel unseres Tests, da die starke Hitze empfindliche Inhaltsstoffe wie Folsäure reduzieren kann.
Zudem ist die Herkunft bei diesem Preismodell völlig anonym. Es ist ein Mix aus verschiedenen Großmolkereien. Wer nur auf den Preis schaut, kriegt hier ein sicheres Produkt. Aber in Sachen Vitalstoffe und Transparenz ist es die unterste Stufe der Skala. Und nun zum Verlierer unseres Tests auf Platz 15. Bärenmarke. Warum landet eine so traditionsreiche Marke ausgerechnet ganz hinten? Schauen wir uns die Fakten nüchtern an. Zuerst der Preischeck. Mit einem Regalpreis von bis zu einem 1,85 € positioniert sich die Bärenmarke im absoluten Premium-Segment. Wer so viel bezahlt, erwartet Spitzenwerte. Doch der Laborcheck 2026 zeigt, in Sachen Reinheit und mikrobiologischer Qualität bietet diese Milch keinen messbaren Vorsprung gegenüber einer 95-Cent-Milch vom Discounter. Ihr zahlt hier also einen massiven Aufpreis, der im Laborergebnis keine Entsprechung findet. Der entscheidende technische Kritikpunkt sind die Hitzeschäden. Die gemessenen Furosin-Werte bei der Bärenmarke liegen über dem Durchschnitt unseres Testfeldes. Chemisch gesehen ist das ein klarer Beleg für eine sehr intensive industrielle Erhitzung. Das Problem dabei: Hitze ist der Feind empfindlicher Inhaltsstoffe. Wichtige Vitamine können dadurch reduziert werden und es entsteht dieser typische Kochgeschmack. Das hat mit der ursprünglichen Naturbelassenheit, die man bei einer Alpenmilch erwartet, technologisch nur noch wenig zu tun. Ein weiterer gewichtiger Punkt ist das Tierwohl. Während viele Biopioniere seit Jahrzehnten strenge Weidehaltung garantieren, hat der Mutterkonzern Hochwald erst sehr spät reagiert. Die offizielle Verabschiedung von der ganzjährigen Anbindehaltung, also das Fixieren der Tiere im Stall, wurde erst für Ende 2025 vollständig zugesagt. Für eine Marke, die mit Alpenidylle wirbt, ist dieser späte Ausstieg aus einer umstrittenen Haltungsform ein entscheidendes Kriterium für unsere Bewertung. Mein Fazit: Bei der Bärenmarke bezahlt ihr primär für das Markenvertrauen und die Tradition. Rein objektiv bekommt ihr jedoch ein industriell stark verarbeitetes Produkt, das beim Tierwohl und der Erhaltung natürlicher Inhaltsstoffe hinter den modernen Standards der vorderen Plätze zurückbleibt. Wer echte Qualität für seine Gesundheit sucht, findet für weniger Geld deutlich bessere Alternativen. Bevor wir jetzt zum versprochenen Praxistest für eure Küche kommen, noch ein wichtiger Tipp: Wer wissen will, ob bei seinem Frühstücksjoghurt genauso getrickst wird wie bei der Milch, sollte sich unbedingt mein Video zum großen Joghurttest ansehen. Ich verlinke euch das Video jetzt hier oben als Infokarte. Schaut da nach diesem Video unbedingt rein. Es lohnt sich. Und hier ist der versprochene Profitrick, für den ihr kein Labor braucht, sondern nur einen ganz normalen Edelstahllöffel. Damit entlarvt ihr in Sekunden, wie stark eure Milch industriell bearbeitet wurde. Nehmt einen sauberen, trockenen Löffel und taucht ihn kurz tief in die Milch ein. Zieht ihn langsam wieder heraus und achtet genau darauf, wie die Milch vom Metall abläuft. Die Enthüllung. Bei einer hochwertigen, naturbelassenen Milch, wie unseren Spitzenreitern auf Platz 1 und 2, bildet sich ein gleichmäßiger, dichter, weißer Film auf dem Metall. Die Milch haftet richtig und läuft nur langsam ab. Das ist der Beweis, dass die natürliche Fett- und Eiweißstruktur noch vollkommen intakt ist, so wie Gott sie erschaffen hat. Bei hochverarbeiteter Industrieware wie Bärenmarke oder Melsi werdet ihr einen Schock erleben. Die Milch läuft fast wie klares Wasser ab und hinterlässt kaum Rückstände auf dem Löffel. Warum? Weil die Milch durch die extreme Homogenisierung industriell so zertrümmert wurde, dass die natürliche Struktur zerstört ist. Euer Körper bekommt hier kein lebendiges Lebensmittel mehr, sondern nur noch eine technisch manipulierte Flüssigkeit. Macht diesen Test mal mit eurer Milch zu Hause. Ihr werdet den Unterschied sofort sehen. Leute, wenn euch dieser Test die Augen geöffnet hat, dann zeigt es mir mit einem Like. Das ist das größte Lob für meine Arbeit hier auf dem Kanal. Und ganz wichtig, wenn ihr neu hier seid, klickt jetzt auf Abonnieren und aktiviert die Glocke, damit ihr keinen meiner nächsten Lebensmittelchecks verpasst. Wir lassen uns von der Industrie nicht länger für dumm verkaufen. Und jetzt seid ihr dran.
Schreibt mir unten in die Kommentare, welche Marke ihr getestet habt und wie das Ergebnis auf dem Löffel aussah. Ist eure Milch dickflüssig geblieben oder wie Wasser abgelaufen? Ich werde so viele Kommentare wie möglich persönlich beantworten. Bleibt gesund, kauft schlau ein und wir sehen uns im nächsten Video bei Unter Beobachtung.